Hallo! Wir sind die frühen Vögel. Ne? Hallo. Ja, uns ist ein bisschen kalt. Du hast dich gerade da schon mal mokiert, dass ich keine Jacke an habe. Du hast eine Jacke noch an, aber naja. Nie erlebt. Es wird so langsam kalt. Kalte Jahreszeit bahnt sich so langsam an. Hallo. Mahlzeit. Und wir in Herrgottsfrühe, ja, die frühen Vögel, die den frühen Wurm aber auch nur, ne, fangen jetzt. Ja. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Wie ist das eigentlich mit Early Bird? Was ist das überhaupt, Early Bird? Warum frühe Vögel? Was soll das? Naja, wenn ich ein früher Vogel bin, dann bekomme ich mein Spiel, das potenziell irgendwie auf den Markt kommt, besonders schnell. Na? Damit ist in der Regel aber jetzt in diesem Fall nicht gemeint, dass mir irgendjemand das Spiel irgendwie zusteckt, obwohl es noch gar nicht auf dem Markt ist, sondern dass, wenn es auf den Markt kommt, ich es dann auch habe. Als allererstes? Gut. Für wen macht man das? Ist die Frage. Warum macht man das, ja? Und wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, bist du eigentlich ein Early Bird Käufer? Mein Gott. Early Bird Käufer oder eher die zweite Maus kriegt den Käse-Typ? Und die haben Folgendes gesagt. Ja, viel zu oft leider Early Bird Käufer. Auch wenn ich mir für manche Spiele dann schon richtig in den Hintern getreten habe. Bestes Beispiel, ich habe mir No Man's Sky am Erscheinungstermin geholt für 70 €. Richtig schönes Ding und wie alle wahrscheinlich wissen in der Historie, es war noch nicht fertig und es hat mich maßlos geärgert. Kommt so ein bisschen drauf an. Manches, wo ich echt gehypt drauf bin, muss ich sofort haben. Wenn ich nicht so einen extremen Hype verspüre, dann kann ich mir auch Zeit lassen und warten, bis eventuell irgendwelche Bugs raus sind oder so. Von daher kann ich auch warten im Zweifelsfall. Ich muss es nicht immer direkt am ersten Tag oder sogar davor haben. Wenn mich das Spiel interessiert, dann kaufe ich mir es. Also ich hab Spiele auf meiner Wishlist auf Steam oder halt irgendwo aufgeschrieben für die Konsolen. Aber wenn ich irgendwie Zeit habe und wenn ich das Spiel spielen möchte, dann spiele ich es. Da schaue ich jetzt nicht so, okay, das gibt es jetzt irgendwie um 1999. Dann, wenn ich es haben möchte, dann möchte ich es haben. Kommt auf den Käse an. Wenn der Käse richtig geil ist, dann und ich kann die erste Vorführung weltweit mir angucken im Kino, bei einem Film zum Beispiel, dann kaufe ich mir die Karte, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht oder weil ich mich drauf freue oder weil es für mich was Besonderes ist. Aber ich würde das nicht generalisieren für jedes Spiel. Kommt drauf an halt, ob es was Besonderes für mich ist oder nicht. Das kommt auch wieder ganz aufs Spiel an. Wenn ich weiß, das Spiel ist geil, ich mag die Leute, die dahinter sitzen und so, sehe ich zu, dass ich das möglichst schnell hole, weil ich ja weiß, dass am Anfang ist es sehr wichtig für die Entwickler. Aber ansonsten gucke ich halt, was gerade läuft. Early Bird ist schwierig bei mir. Ich habe auch diese ganzen Early Access Sachen mir tatsächlich viermal gekauft, wo ich mir dann aber tatsächlich beweisen musste, okay, dieses Spiel hat Potenzial, da kann noch was draus werden. Dann kamen aber die großen Enttäuschungen bei einigen Spielen und dementsprechend bin ich da immer ganz vorsichtig bei Early Bird oder Early Access Titeln tatsächlich. Wenn es jetzt darum geht, AAA-Titel gleich sofort zu holen oder neu zu kaufen, dann kann ich auch da mal einen Monat drauf warten oder 2 Monate. Ich muss nicht unbedingt immer gleich der Erste sein. Ich habe mir Anthem direkt geholt für 60 €. Ganz schlimm. Nach 3 Wochen gab es das für 29 €. Ich habe mir so in den Hintern gebissen. Aber bei Sachen zum Beispiel auch wie FIFA 20 wird jetzt auch wieder eins sein. Ich werde es mir am Release-Tag holen, weil einfach das ein Spiel ist, da spiele ich eine Saison. Und da möchte ich einfach am ersten Tag anfangen. Dann habe ich am meisten davon, weil der nächste Teil ja zeitlich bedingt schnell wieder kommt. Ja. Ich habe gerne Spiele, auf die ich lange warte, dann auch möglichst zeitnah nach Release. Da warte ich nicht lange. Updates kommen sowieso irgendwann nochmal, dementsprechend, ich kaufe recht zügig. Ja, hat viel so mit Pile of Shame und Sachen kaufen und irgendwie Vorfreude und Zeugs zu tun. Dieses Early Bird Käufer zu sein, das ist echt ein Zungenbrecher, ne? Keine Ahnung. Ja. Early Bird. Käufer. Early Bird Ah! Stimmt. Nee. Komm. Aber das war jetzt Murphy's Law. Ja, natürlich. So. Okay. Ja, womit hat das zu tun? Also verschiedene Faktoren spielen erstmal mit rein. Das ist das Erste. Zweitens, was mir spontan als erstes einfällt, ist, was erzeugt denn überhaupt den Hype,
der im Grunde genommen beim Spieler den Willen erzeugt, tatsächlich so früh das Spiel haben zu wollen. Ich meine, für uns als Entwickler ist das natürlich toll, wenn möglichst früh möglichst viele Spiele verkauft werden. Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens haben wir dann einen Überblick darüber, hat der Release denn funktioniert? Dann wissen wir, die sind schon mal safe. Drittens, alles, was zum Vollpreis verkauft wird, ist immer natürlich besser, weil es kommt mehr zurück, als etwas, was nicht zum Vollpreis gekauft wird. Ne? Aber für den Spieler ist das ja was anderes. Ne? Der denkt sich ja eigentlich irgendwie, warum sollte ich denn jetzt irgendwie 50, 60 Euro ausgeben, wenn ich genauso gut 20, 30 Euro ausgeben kann und dann ein bisschen länger warten müsste. Ne? Ist doch schied egal, dann spare ich mir die Kohle. Und dann machen es aber doch die meisten zum Release, je nach Spiel. Warum? Ja, warum kaufe ich ein Spiel früh? Weil ich mich darauf freue. Ne, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Spieler dazu zu bringen, sich auf das Spiel zu freuen. Ich hatte einen coolen Trailer, der ist total neugierig. Oder ich spiele sowieso immer die Spiele dieses Entwicklerstudios, weil die mir gefallen und spiele dann auch alles, was die sonst noch auf den Markt bringen. Ne? Es ist ein zweiter, dritter Teil von irgendwas und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht und möchte nicht länger warten. Auch ganz wichtig, ich möchte mich nicht spoilern lassen. Ne? Denn wenn ich jetzt sage irgendwie, es wird eine spannende Geschichte erzählt, ne? Also ich persönlich warte jetzt zum Beispiel auf Last of Us 2. Ne? Freue ich mich drauf auf den Titel. Auch noch auf ein paar andere, aber dieser hier ist ein gutes Beispiel, denn erzählt eine schöne Geschichte. Und wenn jetzt irgendeiner sagt so, ich hab schon durch, am Ende ist bla, dann ärgere ich mich. Eigentlich müssten wir uns unsere Ohren zuschweißen lassen die nächsten Monate, weil wir keinen Bock darauf haben, irgendwas über dieses Spiel zu erfahren. Ja. Man hat mir gesagt, du musst unbedingt den neuen Trailer angucken. Das glaube ich euch alle. Aber ich gucke mir das trotzdem nicht an. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ich bin auch ein bisschen extrem. Du bist extrem. Du guckst dir nicht mal die Trailer an, richtig? Ich gucke mir nicht mal die Trailer an. Aber kennt ihr das auch so? Ja. Wenn man einen Trailer von einem Film sieht, man kennt den Film eigentlich schon, oder? Oft. Man weiß es halt vorher nicht. Das ist ja die Krux dabei. Ne? Das heißt irgendwie, die zeigen so viele Ausschnitte am Film, dass sie manchmal sogar den Plot-Twist vorwegnehmen. Und dann ist das... Und darum gucke ich mir von einem Trailer meistens nur immer die erste Hälfte an. Das ist so der Trick. Natürlich macht man da nicht aufhören, weil da wird eine Geschichte erzählt. Ja, wie geht denn die Geschichte zu Ende? Das hat man so in sich drin. Dann will man alles wissen und so, aber eigentlich habe ich dann gar keinen Bock. Ich weiß ja, was da alles passiert. Jetzt mal im Ernst, bei wie vielen Filmen ist das so? Das ist verdammt hoch, die Quote, oder? Also wenn ich mir angucke, irgendwie, vor allem so Actionfilme, so, wo es eigentlich nur darum geht, wer ist der Antagonist, ne, wo ist der Feind, da geht's lang rum, wie beim Fußball, dann ist es meistens so, dass wenn ich mir den Trailer angucke, dann kenne ich den kompletten Film. Und dann gibt's eigentlich nichts mehr. Was mich da noch überrascht. Vielleicht noch der Twist am Ende. Wenn es einen gibt. Wenn es einen gibt. Ja, bei so Titeln wie Last of Us oder so storylastigen Teilen kann man das ja 1:1 genauso übernehmen. Du hast dir den Trailer von Last of Us nicht angeguckt. Ich schon. Aus denselben Gründen. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt auch einige Dinge, die du noch nicht weißt. Einfach, weil sie im Trailer gezeigt werden. Erzähl sie mir nicht. Nein. Ich will sie nicht wissen. Naja, wenn man sowas umgehen möchte, dann spielt man das Spiel auf jeden Fall relativ früh, denn dann weiß man selber, wie es sich anfühlt, was cool ist, was nicht cool ist. Es gibt auch Leute, die so Spiele zerquatschen, ne? Das ist auch so ein Phänomen. Das heißt, du freust dich auf so ein Spiel und irgendwie bist aber nicht dazu gekommen, es zu spielen, denkst, mache ich keine Ahnung, mache ich in den Herbstferien oder in den Winterferien, was weiß ich. Und irgendwie alle um dich herum haben es schon gezockt und quatschen die ganze Zeit darüber. Ging mir bei Red Dead Redemption 2 so, mein Gott, Leute, ist gut jetzt. Und dann kannst du das machen, kannst du das machen. Und dann kennst du schon die Stelle, wo der Typ dann neben dem anderen erzählt und da wurde der dann erschossen und auch total krass so. Leute, ich hab's noch nicht gespielt. Immer wenn du im Raum bist, dürfen wir nicht drüber reden. Weil das brennt dann ja auf der Zunge. Ich weiß was, Herr Lehrer, der Karl, der hat das Licht angelassen auf der Toilette. Aber ich hab's ausgemacht. Boah, war ich geil. Ja, das will man den Leuten erzählen. Das möchte man gerne irgendwie vermitteln. Ja. Und mir geht das voll auf den Sack. Ja. Macht ja auch eigentlich mehr Spaß, mit jemandem darüber zu reden, der es auch gespielt hat. Ja, da müsste ich eigentlich den Saal verlassen. Weil wer ist denn jetzt schuld? Ja. Ne? Derjenige, der spoilert oder derjenige, der sich spoilern lässt? Das ist eine gute Frage, ne? Tja, das wäre dann ein anderes Thema.
Keine Ahnung. Über Spoiler haben wir schon mal diskutiert, lang und schmutzig. Naja, So, jedenfalls kann auch das ein Grund sein, zu sagen, ich möchte gerne mein Spiel frühzeitig haben. Ja, dasselbe gilt natürlich auch andersherum. Ich möchte zum Beispiel mein Spiel nicht frühzeitig haben. Weil ich zum Beispiel schlicht und ergreifend die Kohle dafür nicht ausgeben will. Gibt aber noch mehr Gründe. Zum Beispiel, also nicht du, sondern das hypothetische Jemand. Du. Jemand, Das Mann. jemand, ne? irgendwer. So. Mann möchte. Mann, ja. Ja. Also, bei mir persönlich ist es so irgendwie, ich habe meine Lieblinge und die will ich dann auch Die willst du früh auch so haben. früh wie möglich spielen. Genau. Ja. Und bei denen, wo ich sage, weiß ich noch nicht genau, die können dann ruhig warten. Ne? Wenn die Lieblinge alle durch sind, vielleicht ist ja dann im Pile of Shame mal Platz für das Warteprojekt. Ne? Das weiß man immer nicht so genau. Aber wenn die es nicht wollen, schlechte Erfahrungen zum Beispiel. Gibt Spiele, die kommen auf den Markt, die enttäuschen den Spieler. In erster Linie vielleicht erstmal. Zum Beispiel, weil Bugs drin sind, die erstmal nachgepatcht werden müssen. Das heißt, ich habe irgendwie am Release-Tag irgendwie das Spiel, irgendein Scheiß funktioniert nicht, muss nachgepatcht werden, ich muss trotzdem 3 Tage warten. Days Gone hatte damit zu kämpfen, dass die eine echt schlechte Wertung bekommen haben, weil sie halt genau dieses Problem hatten. Und ich muss sagen, dieses Spiel ist toll. Ja. Das ist aber auch viel später gespielt. Ne? Das tut dann so ein bisschen in der Seele weh, wenn man dann sich anguckt, wie andere Spiele dann bewertet werden und so weiter. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, da sind sie ja auch selber schuld, was kommen sie so früh raus? Das ist, ja, das verstehe ich. Ich verstehe beide Seiten, will ich da eigentlich nur mit sagen. Wenn ein Spiel wirklich so toll ist, wie Days Gone, dann am Ende des Tages so viel Haue bekommt, dann kann man sich auch eigentlich nicht drauf verlassen. Und vor allem als Early Bird Käufer ist man dann angeschmiert, wenn man in so einem Fall dieses Spiel dann kauft und sich darüber ärgert, dass es halt noch Probleme gibt und im Endeffekt dann sich darüber ärgert, die Kohle ausgegeben zu haben. Weil was man dann macht in so einem Fall, wenn einem wirklich das Spiel am Herzen liegt, man wartet so lange, bis die ersten Patches kommen. Man wartet so lange, bis das Spiel dann so weit ist, dass man sagt, okay, jetzt kann ich das bedenkenlos irgendwie anpacken. Es sind ein bisschen Sachen gemacht worden, die wirklich wichtig sind. Und da geht's mir nicht um Glitches. Nein, der schwebende Baum Ja. interessiert keinen Menschen. Es geht darum, was weiß ich, die Cutscene kommt, das Spiel stürzt ab. Das ist böse. Ne? Bitter böse, Plotkiller, Bugs aus der Hölle, dass das Ding abkachelt, dann ist das Ding eben kaputt. Und dann möchte man das eigentlich nicht. Die Gefahr beim sehr frühen Kaufen ist größer, ne, dass das passiert. Muss man sich drauf einlassen. Genau. Und viele entscheiden dann eben, nö, ich kaufe kein Spiel mehr vor den ersten Patches. Oder auch eine Variante, ich warte auf die ersten Reviews. Gibt's ja auch so Leute, ne? Die sagen, Mensch, ich habe Bock auf das Spiel, aber ich möchte erst lesen, was meine Lieblingskolumne XY dazu schreibt. Und erst dann, wenn ich weiß, wie die das finden, dann weiß ich auch, was ich davon zu halten habe. Ne? Early Access ist hier jetzt nicht gemeint. Das ist was anderes. Aber man kann Spiele vorbestellen. Das ist ja auch nichts anderes als Early Bird. Ne? Das ist halt, ich möchte jetzt gerne Death Stranding spielen. Ich persönlich, ja. Und guck mir dann ständig irgendwie diese Listen an und es kommt ja bald irgendwann raus, so, ne, demnächst. Da denke ich schon drüber nach, dann das zu machen. Und wahrscheinlich werde ich das dann auch machen. Bestellt ihr Spiele vor? Oder wartet ihr bis zu dem Termin und dann schlagt ihr zu? Oder wie macht ihr das? Das ist sehr interessant für uns zu erfahren. Denn wir selber wissen ja, wie wir uns verhalten. Und daraus extrapolieren wir das Käuferverhalten so ein bisschen. Ja? Wir versuchen uns reinzuversetzen in die Spielerschaft da draußen. Ja? Und entsprechend können wir als Entwickler teilweise so ein paar Sachen auch mit anschieben oder beeinflussen, ne? Dass Dinge halt besser funktionieren oder nicht. Für so einen Publisher zum Beispiel ist es total interessant, solche Sachen zu wissen, weil die damit arbeiten. Ne? Es gibt ja irgendwie 3 verschiedene Dinge. Erstens gibt's die Wishlist, das heißt die Leute, die nicht vorbestellen, aber sagen, das finde ich interessant und klicken irgendwie das Ding in ihre Wishlist. Dann gibt es die Leute, die das Ding tatsächlich vorbestellen und das auch eigentlich einen Kauf zur Folge hat. Ne? Wenn das Ding dann kommt, dann kriegst du es zugeschickt oder was. Und dann gibt's die Leute, die bei Release, was weiß ich, in den Laden gehen oder dann auf ihren Online-Händler klicken und es dann bestellen oder sich den Key ziehen. Und diese 3 Faktoren sagen dem Publisher relativ frühzeitig,
wie der Titel läuft. So dass zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden können, die nach Release erfolgen. Ne? Nur aufgrund der Vorbestellung oder Wishlisten. Genau, das heißt, wenn du irgendwie einen Titel hast und du sagst irgendwie als Entwickler, ja, das wird total cool irgendwie, und kein Mensch hat's auf der Wishlist, dann sagt der Publisher, ich glaube, so ein zweiter Teil, da glauben wir nicht dran, weil das will überhaupt gar keiner haben. Wenn wir Pech haben, kauft das kein Schwein. Und in dem Fall das wissen die schon vorher. Macht ihr vielleicht mal lieber was anderes. Das heißt, je mehr Leute so einen Titel auf der Wishlist haben oder vorbestellen, desto sicherer ist sich ein Publisher, ob er zum Beispiel mit so einem Entwickler weiterarbeiten möchte. Oder lieber erstmal abwartet. Und solche Sachen. Ne? Das kann also auch Entscheidungen zur Folge haben, die getroffen werden, obwohl das Spiel noch gar nicht auf dem Markt ist. Das heißt, man unterstützt einen Entwickler alleine nur, weil man es auf die Wishlist packt. Korrekt. Und da noch nicht mal Geld für ausgibt, sondern einfach potenziell sich dafür entscheidet, könnte mir gefallen. Ja. Das ist wie ein Follow bei Twitch oder ist wie ein Abo bei YouTube. Ist ja immer noch kostenlos. Ne? Dass man sich da im Grunde genommen einfach nur, ich interessiere mich dafür, potenziell. Das registrieren wir schon. Da sind wir schon dabei, Dinge auszuwerten. Ne? Also da haben wir schon was von. Alleine nur, weil ihr anmeldet, könnte mich interessieren. Das ist tatsächlich so. Da werden auch, wie du sagst, tatsächlich schon Entscheidungen getroffen, wie es dann weitergeht oder wie überhaupt dieser Titel dann behandelt wird. Wie groß der ganze Kram sein wird, wie groß die Werbekampagne sein wird. Wie viel Geld wird zum Beispiel ins Marketing gesteckt? Kann abhängig sein von den Klicks auf der Wishlist. Ja. Ne? Das bedingt sich natürlich auch ein bisschen gegenseitig, Absolut. aber sowas im Hinterkopf zu haben, finde ich super spannend. Und das wissen die Leute da draußen ja potenziell. Ja, das heißt, wenn ihr irgendeinen Entwickler habt, irgendein Studio oder so, und ihr sagt, ich möchte die gerne unterstützen, erstmal einfach, interessiert mich, klicken. Das ist schon mehr als genug, zumindest in den ersten paar Phasen, wo dieses Ding sozusagen announced ist und die Leute interessieren. So eine Community-Frage. Wir haben da mal was vorbereitet auf dem tollen, ominösen Zettel. Ja, also es hat jemand gefragt in dem Zusammenhang, oder auch nicht in dem Zusammenhang, Spieleplattformen und Exklusivtitelverkäufe. Ne? Ihr erinnert euch an diese Epic Store-Diskussion. Ja. Würde sich das für euch lohnen oder lehnt ihr das eher ab, ist die Frage. Was Exklusives. Genau, Oder was? exklusiv Okay. auf einer Plattform zu erscheinen zum Beispiel. Ne? Solche Entscheidungen sind immer von sehr vielen Dingen abhängig und deswegen ist das so pauschal gar nicht zu beantworten. Grundsätzlich finden wir als Entwickler es natürlich immer sexy, wenn unser Spiel auf möglichst vielen Plattformen erscheint, damit möglichst viele Leute da auch dann kommen, die da sowieso ihre Bibliothek haben oder das Spiel kaufen wollen. Deswegen freuen wir uns immer, wenn wir möglichst viele Plattformen auch bedienen können, grundsätzlich. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Das heißt, dass so ein Steam zum Beispiel mit einem GOG konkurriert und man sich das aussuchen kann als Spieler, ob ich jetzt Good Old Games oder Steam mir den Key ziehe, ist natürlich gut, um nicht nur einen einzigen zu haben, der den Markt beherrscht und dann auch jedem Publisher und Entwickler sagen kann, was das kostet, auf seiner Plattform zu erscheinen. Ne? Das heißt, man muss immer so ein bisschen abwägen. Grundsätzlich sind verschiedene Plattformen, die miteinander konkurrieren, gut. Und dass überhaupt solche Exklusivtitel entstehen, ist ja dadurch zu begründen, dass so eine Plattform, die noch nicht etabliert ist, ja irgendwas haben muss, womit sie Kunden lockt. Ne? Liegt eigentlich auf der Hand. Aber na gut, das müssen ja nicht unbedingt wir sein dann. Irgendwann wird sich vielleicht diese Epic Store Geschichte etablieren. Und es gibt auch schon Fragen an uns. Es kommt ihr überhaupt auf dem Epic Store raus? Nebst dieser ganzen Exklusivgeschichte. Mhm. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Denn wenn wir rauskommen, das dauert noch ein bisschen. Und bis dahin müssen wir noch mal gucken, wie sich das entwickelt. Mhm. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich denke, das war jetzt deutlich. Okay. Also, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. In alter Frische. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Fertig? Also, dass du da sitzt mit T-Shirt und ich mit dicker Jacke, ne? Psst, ich habe lange Unterhose an. Na, Gott sei Dank. Ja.